Freut mich extrem. Ich glaube, Serhou ist ein unfassbarer Stürmer, hat uns so viele Spiele gewonnen, so viele Punkte gewonnen, macht einfach den Unterschied. Und wenn man halt die Latte so hoch legt, ist der Anspruch halt auch extrem hoch, dass wenn er dann mal ein paar Mal nicht trifft, dass dann die Stimmen laut werden. Aber er ist sehr ruhig, ich glaube, er ist sehr selbstbewusst, er weiß, wie gut er ist. Und das sieht dann immer einfacher aus, wenn so ein Ball dahin fällt, aber den muss erst mal sauber annehmen und dann reinmachen. Und es hat den Unterschied mal heute wieder gemacht. Ja, ich glaube, war ein schweres Spiel. Wir wussten, wir kommen aus englischen Wochen, vielen Auswärtsspielen, dass es schwer wird, dass Augsburg nochmal in einer schweren Phase alles nach vorne wirft, viele zweite Bälle, viel Kampf, dass sie uns das Leben schwer machen. Ja, wir müssen es schon vernünftig einordnen. Ich glaube, wir können deutlich besser Fußball spielen. Wir haben wenig Torchancen insgesamt rausgespielt, aber wir sind auch in einer super intensiven Zeit. Wir haben vor 3 Tagen in Frankfurt über 120 Minuten abgerissen. Trotz der Wechsel heute waren wir nicht so im Spiel. Natürlich gefallen mir so Spiele wie, sag ich mal, gegen Köln besser, wenn wir dann 30 Torschüsse haben, 17 Ecken und Druckphasen aufbauen. Das ist schon der Anspruch, aber wie gesagt, wir letztes Jahr, wenn wir solche englischen Wochen haben, haben wir so Spiele sogar verloren meistens. Deswegen ist es gut, wenn wir solide sind. Man sieht es auch bei anderen Mannschaften, die alle 3 Tage spielen, da lässt man immer mal was liegen. Aber natürlich war das jetzt kein Zuckerschlecken. Augsburg steckt in einer schwierigen Phase und daher haben wir erneut zu 0 gespielt. Wir haben 1:0 gewonnen, 3 Punkte mitgenommen. Serhou hat wieder ein Tor geschossen. Das war wichtig für ihn, für die Mannschaft. Und dann kann man mit dem Ergebnis heute auch einfach leben. Dann ist immer die Frage, schaffst du es, ein Tor zu schießen und eventuell ein zweites, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Das haben wir nicht geschafft. Und dann ist es wie in jedem Fußballspiel, ob Augsburg oder in einem Pokalspiel, dann ist bis zum Schluss immer schwierig, musst du alles wegverteidigen, die zweiten Bälle gewinnen. Das ist positiv. Wir haben, glaube ich, 5-mal in der Liga zu 0 gespielt. Wir sind solide und ja, sind gute 3 Punkte, würde ich sagen. Wenn man ein Tor schießt und keins bekommt, dann gewinnt man die Spiele. Und wir wussten, dass wir insgesamt in dieser Saison einfach deutlich weniger Gegentore kassieren müssen. Das hat die Mannschaft in vielen Spielen sehr gut umgesetzt, auch heute wieder. Auch bis zum Schluss dann auch gefeitet und dann auch wenig zugelassen. Und dann kann auch ein 1:0 mal auswärts reichen. Wenn man sich die besten Mannschaften anschaut, die haben viel weniger Tore wie wir kassiert, die haben viel mehr zu 0 gespielt. Dass genau in solchen Spielen, die 50-50-Spiele sind, die in beide Richtungen fallen können, glaube ich schon, dass wenn wir oft schaffen, zu 0 zu spielen, dass wir den Kader haben in der ersten Elf, aber auch egal, wer immer auf der Bank sitzt, alle 3 Tage auch mit den Leuten, die reinkommen, dass wir immer in der Lage sind, ein Tor zu machen. Aber oft sind wir letztes Jahr zum Beispiel hinterhergerannt in Bochum hier oder wenn dann 1:0, 2:0 hinten bist, dann ist es schwer, solche Spiele zu gewinnen. Deswegen ist es absolut die Basis. Und wenn wir die setzen können, werden wir, glaube ich, einige Spiele gewinnen, wo wir vielleicht jetzt auch nicht überragend spielen. Wir haben in Manchester, glaube ich, ein paar Spiele ganz gut bestritten in der jüngsten Vergangenheit. Wir werden dorthin fahren, natürlich auch mit Selbstvertrauen, wissen aber auch, was für eine Mannschaft da auf uns zukommt. Wird ein ganz anderes Spiel werden als heute. Gleichwohl rechnen wir uns da auch Chancen aus, denn im Moment sind wir schwer zu bezwingen und das werden wir auch versuchen, in Manchester zu zeigen. Ja, freue mich. Ist natürlich ein anderes Kaliber. In City zu spielen, wird wahrscheinlich vom Niveau her ähnlich wie in München. Ein extrem schweres Spiel, ein komplett anderes Spiel, die einen anderen Fußball spielen werden. Aber ja, jetzt haben wir mal ein paar Tage Luft für unsere Verhältnisse und dann fliegen wir Dienstag wieder weiter.